Nur deine Großmutter oder dein Großvater hätten dir das erzählen können. Du wirst gleich hören, worum es geht. Stell dir Folgendes vor: leere Supermarktregale, geschlossene Apotheken, Chaos in der Stadt und diese ersten Stunden. Während die meisten in Panik geraten und denken, wir werden verhungern, wisst ihr alle, dass sich direkt unter euren Füßen ein riesiges Buffet und eine Apotheke befinden. Aber Vorsicht, wenn ihr euch Amateurvideos im Internet anseht, in denen es heißt, sammelt und esst 18 Pflanzen und dann ins Freie geht, landet ihr wahrscheinlich am zweiten Tag der Krise mit einer Pflanzenvergiftung im Krankenhaus. Die Stadtparks in Deutschland und Österreich sind nicht nur Grünflächen, richtig genutzt sind sie wahre Überlebensfestungen. Heute werde ich euch mit der Disziplin eines Beauftragten und gemäß deutschem Bundesgesetz BNATSCHG Techniken zur Schwermetallentgiftung und die 21 uralten Pflanzen erklären, die unseren Vorfahren geholfen haben, die Trümmer von 1945 zu überleben. Die Birkenbaumtechnik am Ende des Videos ist das Geheimnis, um 5 Liter steriles Wasser aus einem einzigen Baum zu gewinnen, wenn die Wasserversorgung unterbrochen ist. Los geht's. Erstens Eiche, Quercus, der heilige Baum der Deutschen, ein Symbol für Dona. Aber Vorsicht, werden Eicheln direkt gegessen, schädigen die enthaltenen Gerbstoffe die Nieren. Unsere Vorfahren zerstampften Eicheln zu Mehl, füllten es in ein Netz und warfen es in einen Bach. Das fließende Wasser spülte den bitteren Geschmack und die giftigen Gerbstoffe innerhalb weniger Tage weg. In der modernen Taktik des Kommissars gehen wir so vor: wenn während einer städtischen Krise kein Bach zu finden ist, modernisieren wir dieses alte Wissen. Wickeln Sie das Mehl in ein Käsetuch und legen Sie es in den Trinkwassertank hinter der Toilette. Jedes Mal, wenn Sie spülen, spült das saubere Wasser im Tank die Eicheln weg und innerhalb weniger Tage ist Ihr Eichelmehl von Bitterkeit befreit und in essbare Energie verwandelt. Verbinden Sie uraltes Wissen mit moderner Technologie. Als zusätzliches Hausmittel kochen Sie Eichenrinde und geben Sie Ihrem Badewasser hinzu. Das lindert sofort Fußpilz und übermäßiges Schwitzen. Antiseptische Wirkung während eines Anfalls. Die Geschichte dieser Pflanze reicht zurück bis in den Winter 1945 nach Berlin, als die Menschen Eicheln in Kaffeemühlen zu Mehl mahlten. Laut einer deutschen Großmutter überlebten diejenigen, die das Eichelmehl mit einem Mulltuch an die Spree banden und über Nacht dort liegen ließen, während diejenigen, die es ungewaschen aßen, unter Bauchschmerzen litten und nicht aufstehen konnten. Zweitens Brennnessel, Urtica dioica. Unsere Vorfahren nutzten sie nicht nur als Nahrungsmittel, sondern stellten auch Kleidung aus ihren Fasern her. Sie verwendeten ihre Samen auch als natürliches Dopingmittel. Aktueller Tipp: trocknen und zerstoßen Sie die Blätter und mischen Sie mit Vaseline oder Tierfett zu einer Brennnesselsalbe. Sie behandelt Gelenkschmerzen und Rheuma, sehr häufig während Anfällen. Technischer Hinweis: verwenden Sie die Samen zur Herstellung von Energieriegeln. Die enthaltenen Fettsäuren fördern die geistige Leistungsfähigkeit. Die Geschichte dieser Pflanze reicht bis in die Kriegszeit zurück, als deutsche Soldaten Brennnesselfasern für ihre Kleidung verwendeten. Mütter trennten nach der Rückkehr ihrer Söhne von der Front deren Brennnesseljacken auf und strickten daraus Pullover für sie mit der Begründung, das hält sie warm und heilt Hautkrankheiten. 3. Löwenzahn, Taraxacum. Das Wissen unserer Vorfahren. Sie rösteten die Wurzeln und bereiteten daraus Zichorienkaffee, Kriegskaffee. Er stärkte die Moral. Taktik des modernen Kommissars. Bevor man die Wurzeln aus der Erde zieht, sollte man ihre Ausrichtung prüfen. Die nach Norden gerichtete Seite ist bitterer. Reinigt man die Wurzeln und weicht sie in Alkohol mindestens 40% ein, erhält man ein hervorragendes Lebertonikum. In zerstörten Städten sammelten die Menschen, wenn frisches Gemüse knapp wurde, Löwenzahn, der zwischen den Pflastersteinen spross. Die Nachkriegsgeneration nennt diese Pflanze noch heute Operation Salat, weil sie als erste am dunkelsten Tag sprießt und Hoffnung schenkt. Mechanische Reinigung. Trägt man den milchigen Stängel auf Warzen auf, trocknen diese innerhalb einer Woche aus. Man sagt auch, dass man Warzen mit dem Milchsaft frisch gekeimter Feigen behandeln kann. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich werde später recherchieren und euch berichten. 4. Spitzwegerich, Plantago lanceolata. Unsere Vorfahren kannten ihn als Wiesenpflaster. Er wurde verwendet, um Wunden sofort zu verschließen. Ein Tipp von modernen Medizinern: das Blatt gründlich im Mund zerkauen und auf die Wunde legen. Die Enzyme im Speichel aktivieren den Wirkstoff Aucubin als Heilmittel. Bei Hustenanfällen die Blätter mit Honig vermischen und einwirken lassen. Es ist der beste natürliche Hustensaft der Welt. Der Legende nach kaute ein Soldat im Ersten Weltkrieg, dessen Wunde sich entzündet hatte, Spitzwegerich und legte ihn, wie seine Mutter es ihm beigebracht hatte, auf die Wunde. Er wurde so von Wundbrand geheilt. Seitdem werden
werden getrocknete Spitzwegerichblätter in den Taschen der Soldaten mitgeführt. 5. Schafgarbe, Achillea millefolium. Unsere Vorfahren kannten sie als Soldatenkraut. Sie haben ihr diesen Namen nicht umsonst gegeben. Mitten im Krieg, in diesem Chaos, wo es keine Nähte gibt, ist es das einzige Mittel, das tiefe Schwert- und Schusswunden verschließt. Aktuelle Taktik des Kommissars: die Blüten trocknen und zu Pulver zermahlen, in einem kleinen Behälter aufbewahren. In Notfällen lässt sich das Blut durch Auftragen dieses Pulvers auf tiefe Schnitte innerhalb von Sekunden stillen. Anwendung: der Tee dieses Krauts lindert Magenkrämpfe, verursacht durch Schlafen in der Kälte, wie ein Messer. Wie der Name schon sagt, zerdrückten Hirten dieses Kraut sofort und trugen es auf, wenn die Beine ihrer Schafe bluteten. Unsere Vorfahren sagten, wer Blut sieht, soll zur Schafgarbe laufen. Wo dieses Kraut ist, wird der Tod abgewendet. 6. Klette, Arctium lappa, Weisheit unserer Vorfahren. Ihre Wurzel reicht bis zu einem Meter tief in die Erde und verdirbt nicht. Sie ist ein Stärkespeicher. Aktuelle Taktik des Kommissars: die Wurzeln in Scheiben schneiden und trocknen, bei Bedarf kochen und das Wasser auf die Kopfhaut auftragen. In Krisenzeiten beugt sie Läusen und Hautausschlägen vor. Ernährung: sie wird wie Kartoffeln geröstet und schmeckt ähnlich wie Artischocken. Die Geschichte dahinter: unsere Vorfahren nutzten die hakenförmige Struktur dieser Beeren als eine Art natürliche Bürste, die Läuse und andere Fremdkörper wie ein Magnet aus dem Haar zog und sammelte. 1941 bemerkte der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral bei einer Wanderung in den Alpen mit seinem Hund, dass Klettenbeeren am Fell seines Hundes und an seiner eigenen Hose klebten. Unter dem Mikroskop untersuchte er sie und erkannte, wie die Haken der Pflanze an den Stoffschlaufen hafteten. Mit diesem Beispiel der Biomimikry, Nachahmung der Natur, erfand er den Klettverschluss. 7. Gundermann, Glechoma hederacea, Wissen unserer Vorfahren. Im Mittelalter war er ein geschätztes Kraut gegen Vergiftungen. Tatsächliche Anwendung: er ist eines der wenigen Kräuter, das Schwermetalle aus dem Körper entfernt. 2 Blätter im täglichen Tee reinigen den Körper von Abgasen. Blei: als Creme angewendet, weicht man die zerstoßenen Blätter in Olivenöl ein und trägt die Mischung hinter die Ohren auf, lindert dies Kopfschmerzen, die durch Stress verursacht werden. Der Legende nach sammelten deutsche Soldaten, deren Füße nach langen Märschen Blasen oder Verletzungen hatten, Gundermann am Fuße der Bäume in ihren Lagern, zerdrückten ihn leicht und legten ihn in ihre Stiefel oder auf die verletzte Stelle. Die Pflanze beugte Entzündungen vor und förderte die schnelle Geweberegeneration. 8. Hagebutte, Rosa canina, Wissen unserer Vorfahren. Unsere Vorfahren warfen die Samen nie weg, sondern verwendeten sie wie Vanilleöl. Aktueller Tipp des Kommissars: essen Sie die Schale der Frucht, waschen und trocknen Sie die haarigen Kerne im Inneren. Wenn Sie diese Kerne zerdrücken und daraus Tee zubereiten, erhalten Sie Kieselsäure, die Gelenkschmerzen vorbeugt. Warnung: reinigen Sie die Härchen im Inneren der Frucht gründlich. Sie reizen, jucken den Hals. Hintergrund: während des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland und England vom Meer blockiert waren, fehlten Vitamin-C-Quellen wie Orangen und Zitronen vollständig. Skorbut, Zahnfleischrückgang und tödlicher Vitaminmangel drohte bei Kindern aufzutreten. Die deutsche und die britische Regierung gaben der Bevölkerung folgenden Befehl: sammelt alle Hagebutten auf den Feldern. Allein 1943 sammelten Freiwillige in England ganze 500 Tonnen Hagebutten. Diese Früchte wurden in staatlichen Betrieben zu Sirup verarbeitet und an jedes Kind mit Lebensmittelkarte verteilt. Heute verdankt die ältere Generation in Europa ihre Zähne dieser Wildfrucht. 9. Giersch, Erdnessel, Aegopodium podagraria, das Wissen unserer Vorfahren. Das deutsche Geißfußmittel, ein Heilmittel gegen Gicht und Gelenkschmerzen. Tipp moderner Kommissare: dem Kochwasser Calcium, Milch oder ein sauberes Knochenfragment hinzufügen, um den hohen Oxalsäuregehalt zu neutralisieren. Anwendung: zerdrückte Blätter sind das schnellste Mittel gegen Insektenstiche, wenn man in einer Notsituation ungeschützt liegt. Die Geschichte dahinter: nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Hungerjahre, als der Zugang zu Gemüse und Obst unmöglich war, sammelten deutsche Frauen Giersch in Parks und gaben es ihren Kindern zu essen. Eine wahre Geschichte. Giersch schmeckt ähnlich wie Petersilie und Karotten. Damit ihren Kindern die Pflanze nicht langweilig wurde, kochten die Mütter sie und bröselten ein Stück altes Brot hinein, ähnlich wie bei einem Wildspinatgericht. Dank dieser Pflanze blieb diese Generation vor Vitamin C und Eisenmangel bewahrt. 10. Linde, Tilia, Weisheit unserer Vorfahren, das Herzstück der Dorfplätze. Sie regt zum Schwitzen an und senkt Fieber. Tipp des Kommissars: nicht nur die Blüten, sondern auch die jungen Blätter, Nisan, roh essen.
Zutaten. Sie schützen den Magen und stillen den Hunger. Zubereitung: die innere Rinde, Lindenbast, in Wasser kochen, zu einer Paste verarbeiten und auf Verbrennungen auftragen. Sie heilt narbenfrei. Die Geschichte dazu lautet: während der Hungersnot im Zweiten Weltkrieg, als deutschen Bäckern das Mehl ausging, wandten sie eine streng geheime Methode an. Sie trockneten die frischen Lindenblätter, mahlten sie zu feinem Mehl und mischten es mit normalem Mehl. Dieses Brot nannte man Lindenbrot. Da die Blätter reich an Eiweiß und Schleimstoffen, magenschützender Flüssigkeit sind, schützten sie die Magenschleimhaut und linderten den Hunger. In der deutschen Geschichte gibt es den Begriff Gerichtslinde. Woher kommt dieser Name? Notieren Sie sich das, teilen Sie uns Ihre Meinung mit und lassen Sie uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Nicht vergessen: 11. Weißdorn, Krataegus, Wissen unserer Vorfahren, herzfreundlich. Sie gaben ihn älteren Menschen, um Herzstillstand zu verhindern. Taktik des heutigen Kommissars: zu viel Adrenalin in Krisensituationen belastet das Herz. Der regelmäßige Verzehr von Blüten und Früchten stabilisiert Blutdruck und Puls. Zubereitung: die Samen enthalten cyanidhaltige Substanzen. Niemals zerkauen und schlucken, nur das Fruchtfleisch verwenden. Als die Medikamentenlieferungen in Deutschland während des Ersten Weltkriegs zusammenbrachen, gab es nur eine Lösung für Patienten mit Herzinsuffizienz in Feldlazaretten und Dörfern. Deutsche Ärzte verwendeten Krataegus-Tinktur, Weißdorn-Tinktur, hergestellt aus Weißdornbeeren und Blüten. Berichte aus dieser Zeit belegen offiziell, dass Weißdorn im Gegensatz zu gefährlichen und schwer zu dosierenden Medikamenten wie Digitalis, Fingerhut, den Blutdruck sicher regulierte und Herzrasen, heutige Panikattacken, linderte, das durch Kriegsstress bei Soldaten verursacht wurde. 12. Hirtentäschel, Capsella bursa pastoris, Weisheit unserer Vorfahren, ein Wunder, das Frauen zur Stillung von Nachblutungen nach der Geburt verwendeten. Aktuelle Strategie des Kommissars: bei Verdacht auf innere Blutungen Tee trinken. Er wirkt kapillarverengend. Gewürz: seine Samen können in Krisenzeiten schwarzen Pfeffer ersetzen und den Appetit anregen. Die Geschichte besagt, in den letzten beiden Kriegsjahren wurde der Extrakt dieser Pflanze als offizielles blutstillendes Mittel in deutschen Feldlazaretten eingesetzt. Sie gilt als das Kraut, das Millionen von Soldaten das Leben rettete. 13. Holunder, Sambucus nigra, Wissen unserer Vorfahren: vor jedem deutschen Haus wächst ein Holunderstrauch. Er soll das Haus vor bösen Geistern und Krankheiten schützen. Tipp des Kommissars: die Beeren werden nicht roh gegessen. Sie sollten mindestens 80 Grad warm sein. Wer im Winter den schwarzen Saft trinkt, kann sich nicht mit der Grippe anstecken. Funktion: aus dem hohlen Stamm, nachdem der weiche Kern entfernt wurde, kann man einen Strohhalm oder eine Pfeife herstellen. In den schneereichen Wintern des Zweiten Weltkriegs, als in den deutschen Dörfern Antibiotika und Schmerzmittel ausgingen, waren Holunderbeeren der einzige Zufluchtsort für Mütter. Der dunkle Sirup, Fliedersaft, aus den Beeren wurde Kindern mit hohem Fieber verabreicht. Erfahrungsgemäß senkt Holunder das Fieber schnell durch Schwitzen und verhindert, dass sich Viren an die Zellen anheften. Damals wurde Holundersaft schwarzes Blut des Krieges genannt, weil er die einzigen Kräfte waren, die kranke Bataillone wiederbelebten. 14. Kichererbse, Stellaria media, Weisheit unserer Vorfahren, frisches Leben, das aus dem Schnee sprießt. Aktuelle Taktik des Kommissars: ihre frische Vitaminquelle im Winter. Dank des enthaltenen Saponins wirkt die Kichererbse, wenn sie zerdrückt und mit ihrem Wasser gewaschen wird, wie Seife, ideal für die Hygiene. Ihre Geschichte: während des Krieges wurden Reinigungsmittel und Seife zu einem Luxusgut. Deutsche Frauen entdeckten dabei einen praktischen Tipp: zerdrückt man Kichererbsen in einem Eimer und vermischt sie mit Wasser, schäumt das Wasser leicht. Dank des enthaltenen Saponins nutzten sie dieses Wasser als hygienisches Waschwasser. In Feldtagebüchern ist vermerkt, dass sie das Infektionsrisiko verringerten, indem sie die Kleidung und Hände verwundeter Soldaten mit diesem Wasser reinigten. 15. Gänseblümchen, Bellis perennis, Weisheit unserer Vorfahren. Es wurde verwundeten Soldaten zur Stärkung ihrer Moral gegeben und ein Breiumschlag wurde bei Schwellungen angewendet. Aktueller Tipp des Kommissars: bei Prellungen und Schwellungen auf der Haut die Blüten zerdrücken und mit einem Tuch umwickeln. Die Prellung wird innerhalb von Sekunden verblassen. Hier die Geschichte: gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als in Deutschland der Zucker vollständig ausging, war die Zubereitung eines süßen Snacks für Kinder eine wichtige moralische Stütze. Die Geschichte geht so: Mütter schickten ihre Kinder auf die Felder, um Kamillenblüten zu sammeln. Diese Blüten wurden leicht mit Honig, sofern vorhanden, oder dem eigenen Saft zerdrückt und auf Brot gestrichen. Dies war nicht nur eine süße Leckerei, sondern auch der einzige natürliche
natürliche Sirup, der die endlosen Hustenepidemien des Winters linderte. Deutsche Ältere sagen noch heute, das Heilmittel gegen Husten liegt im Weiß der Wiese. 16. Kiefer, Pinus. Wissen unserer Vorfahren. Sie kauten ihr Harz wie Kaugummi und reinigten damit ihre Zähne. Aktueller Tipp des Kommissars. Aus Kiefernadeln Tee zubereiten, aber nicht kochen. Vitamin C wird zerstört. Die Nadeln in 70 Grad warmem Wasser einweichen. Anwendung. Wenn man das Harz mit einem Tuch schmilzt und auf eine Wunde aufträgt, wirkt es wie ein natürlicher Verschluss und unterbricht die Luftzufuhr. 17. Taubnessel. Lamium. Wissen unserer Vorfahren. Die nicht brennende Verwandte der Brennnessel. Heilmittel bei Atemwegserkrankungen. Tipp des aktuellen Kommissars. Das Saugen des süßen Nektars unter den Blüten gleicht den Blutzuckerspiegel sofort aus. Es eignet sich hervorragend als Expektorans bei akuter Bronchitis. 18. Franzosenkraut. Galinsoga. Überliefertes Wissen. Lästig, aber das am schnellsten wachsende Gemüse auf deutschen Feldern. Aktuelle Taktik des Kommissars. Eine wahre Eisen- und Magnesiumbombe. 3 Zweige zu jeder Mahlzeit hinzufügen, um Krämpfen vorzubeugen. 19. Haselwurz. Asarum europaeum. Überliefertes Wissen wird nur in sehr kleinen Mengen zum Reinigen verwendet. Aktuelle Taktik des Kommissars. Vorsicht, sehr wirksam. Die Blätter nur zerdrücken und verreiben, um die Hände zu desinfizieren. Als Antiseptikum. Niemals essen. Wirkt brechreizerregend. 20. Weidenrinde. Salix. Überliefertes Wissen. Der deutsche Aspirinbaum. Aktuelle Taktik des Kommissars. Bei Kopfschmerzen ein Stück Rinde kauen. Enthält Salicin. Sie ist der Vorfahre des modernen Aspirins. Technik. Weicht man Weidenzweige in Wasser ein, erhält man ein sogenanntes Wurzelwasser, das anderen Pflanzen beim Anwurzeln hilft. 21. Birke, Betula. Wissen unserer Vorfahren. Baum des Lebens. Sie nutzten ihre Rinde für wasserdichte Behausungen. Tipp: Das zwischen März und April destillierte Wasser sollte in sterilen Behältern aufbewahrt werden. Nach Abschluss des Vorgangs muss das Loch im Baum mit einem Eichenholzstopfen verschlossen werden. Anwendung als Antiseptikum. Verbrennt man die äußere weiße Rinde und streut die Asche auf die Wunde, wird eine Infektion an dieser Stelle zu 100% verhindert. Wie gewinnt man das Wasser? Diese Methode funktioniert nur zwischen Ende Februar und Anfang April, wenn die Bäume noch keine Blätter haben. Sobald die Blätter sprießen, verändert sich der Wassergehalt und der Wasserfluss stoppt. Wählen Sie eine gesunde Birke mit einem Stammdurchmesser von mindestens 20 cm, etwa so groß wie die Taille eines Erwachsenen. Bohren Sie etwa 1 Meter über dem Boden ein leicht nach oben geneigtes Loch in den Stamm. Durch die Neigung kann das Wasser gut abfließen. Bohren Sie 3 bis 5 cm tief. Sie müssen nur die Rinde durchstechen und das Holz erreichen. Stecken Sie ein hohles Schilfrohr, einen kleinen Schlauch oder einen hohlen Holunderzweig, der gut in das Loch passt. Richten Sie das Ende des Schlauchs auf eine Flasche oder einen Behälter. Befestigen Sie die Flasche am Baum. Ein ausgewachsener Baum liefert Ihnen innerhalb von 24 Stunden 5 bis 10 Liter sauberes Wasser. Verschließen Sie das Loch anschließend dicht mit einem passenden Holzstopfen, zum Beispiel einem Ast, und verschließen Sie es mit Lehm. In Industrieländern wie Deutschland und Österreich bedeuten städtische Pflanzen Abgase und Schwermetalle. Wenn Sie diese nur mit Wasser reinigen, vergiften sie sich. Befolgen Sie das Reinigungsprotokoll des Kommissars. Weichen Sie die gesammelten Pflanzen 15 Minuten lang in einem Behälter mit einem Liter Wasser, 2 Esslöffeln Apfelessig und einen Teelöffel Natron ein. Der Essig tötet Parasiten ab und das Natron entfernt Schwermetalle, die in die Poren eingedrungen sind. Diese Punkte entsprechen der 7+7+7 Regel. Wir haben diese 21 alten Kräfte untersucht. Daher können wir sie in die Kategorien 7 für Energie, 7 für Heilung und 7 für Überleben einteilen. Bevor ich die Liste abschließe, möchte ich euch noch etwas über den Knotenschutz erzählen, den unsere Vorfahren praktizierten. Die alten germanischen Förster banden beim Sammeln von Heilpflanzen einen Knoten in einen anderen Zweig aus der Gegend. Damit sagten sie der Natur: Ich habe einen Teil von dir genommen, aber ich habe diesen Ort nicht vergessen. Ich werde zurückkommen und mich darum kümmern. Auch inmitten urbaner Krisen sollten wir die Natur nicht ausbeuten, sondern einen Pakt mit ihr schließen. Dann wird sie uns weiterhin nähren. Diese Informationen stehen zur Diskussion. Sie sind keinesfalls als Ratschlag gedacht, da jeder Mensch anders reagiert. Konsultiert daher unbedingt einen Arzt, bevor ihr etwas Neues ausprobiert. Vielleicht habt ihr eine Allergie oder eine Krankheit, von der ihr nichts wisst. Wenn ihr diese Mittel ohne vorherige Recherche und Kenntnis eures Gesundheitszustands anwendet, kann das zu schweren Erkrankungen oder sogar zum Tod führen. Wenn euch die Commissioner-Community gefällt, abonniert bitte meinen Kanal und teilt mein Video. Andernfalls werde ich durch dieses Hobby so
wunderbare und sachkundige Menschen wie euch verlieren, weil der Algorithmus Videos ohne Aufrufe in den Hintergrund rückt und der Kanal dadurch ausstirbt. Vielen Dank und meinen tiefsten Respekt.